Ich kann euch gleich mal zeigen, was hier heute passiert ist. Die sind hier nämlich einmal durchgeeckt und auch mit dem Grader sind sie durch. Die Stichstraßen. Hier, wo ich gestern das Ganze so ein bisschen platt gemacht habe, das hat sich auch sehr bewährt. Das ist gleich eine Laufstrecke geworden, hat sich dadurch schön gefestigt. Also ich komme aus eigener Kraft raus, das steht jetzt schon mal fest. Ja, hier passiert was. Die aufgeweichten Wege werden so ein bisschen plattiert jetzt. Kriegen wir mal richtig Erdarbeiten zu sehen hier. Das wird natürlich die Abreise enorm verbessern, enorm erleichtern. Die behaupten, der gehört nicht zu denen. Jetzt guckt euch mal an, wie der aussieht. Ich glaube, ihr lügt. Ich glaube, ihr erzählt hier irgendwelche Storys. Wacken! Wenn man hingegen hier hinguckt, auf dieser Querstraße, da sieht es wirklich noch wild aus. Da haben sie heute aber auch nicht versucht zu engen. Das wäre wirklich nur Schlamm hin und her schieben gewesen an der Stelle. Aber jetzt allmählich wird es auch hier trocken. Obwohl der Streifen hier im Schatten liegt, hat sich hier so auch das Wasser weitgehend abgebaut. Können wir hier gucken, da ist noch so richtig Matschepatsche. Aber hier, das wird schon wesentlich fester. Ich denke mal, da werden die morgen mit der Ecke durchgehen und dann nochmal mit dem Grader und dann passt das auch. Das schwarze Schaf sieht aus wie Sau. Ich bin heute schon per Kommentar gefragt worden, ob es ein Special gibt zur Reinigung der Fahrzeuge. Ich glaube ja. Also das schwarze Schaf sieht auf alle Fälle dringend reinigungsbedürftig aus. Da hat sich auch einmal einer wohl mit dem gesamten Körper drin abgestürzt. Weil das hier ja auch, jetzt ist das wieder fest, ne? Das war eine Zeit lang, war das hier wirklich der reinste Schlamm, dass man also da wirklich bis zu den Knöcheln im Schlamm versunken ist. Dann ist auch klar, dass die Leute dann auch mal das Gleichgewicht verlieren. Das passt. Ja, zweite Stufe. Jetzt kommt er mit dem Grader durch. Das macht schon einen Unterschied. Und der Boden wird immer trockener, immer fester. Sieht gut aus. Ja? Aber ihr fahrt doch viel zu früh. Ja, fertig. Fertig mit den Nerven? Ich wünsche euch eine gute Heimreise. Wo wir gerade dabei sind, zeige ich euch heute auch mal ein kleines bisschen, wie ich hier campe. Den Pavillon, den habe ich schon seit ewigen Zeiten. Das war einer der ersten Faltpavillons, die es überhaupt gegeben hat. Noch aus richtig schwerem Stahl. Da es hier auch eventuell Sturmböen hätte geben sollen, habe ich den mit sehr soliden Erdankern hier verankert. Hat aber gar keinen Wind gegeben, also das Wetter ist weggezogen. Von daher war schon sehr praktisch. Man hatte hier einen trockenen Platz, den haben auch viele Passanten genutzt, wenn dann gerade mal so ein Platzregen runterkam. Ja, dann habe ich mich hier mit einem Vorzelt von Obelink versorgt. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt schon seit 2 Jahren. Und seit 2 Jahren wollte ich euch eigentlich mal zeigen, ob das sich jetzt wirklich kombinieren lässt mit einem Kastenwagen. Denn das ist eigentlich ein Vorzelt für Wohnwagen. Das ist hier der Obelink Treffer Plus. Habe ich gebraucht bei eBay Kleinanzeigen oder inzwischen ja nur noch Kleinanzeigen mir besorgt für relativ kleines Geld. Gibt es immer noch bei Obelink, ist ein sehr beliebtes Modell. Und das ist ziemlich sturmsicher. Also hier kann man auch mal richtig Windböen raufgeben, da passiert gar nichts. Ne? Das lässt sich sehr sauber abspannen, ist dann oben über die Kederschiene in der Markise eingefedert. Ne? Da habe ich jetzt draus gelernt, das ist tatsächlich ein bisschen fickelinsch. Da bin ich das nächste Mal, wenn ich das aufbauen muss, dann etwas schlauer. Besonders wenn man dann direkt vorm eigenen Eingang einen trockenen Platz haben möchte. Und den habe ich hier. Ich habe es mir hier ganz gemütlich gemacht. Das Fahrrad kennen einige von euch schon, die meinen Kanal schon länger sehen. Die wissen, dass ich das Fahrrad mir gerade gekauft habe. Ist bislang noch nicht zum Einsatz gekommen. Ich hatte ja eigentlich gedacht, ich könnte damit hier über die Felder fahren. Aber ihr habt selber gesehen, bei den Verhältnissen, das machte überhaupt keinen Sinn, mit dem Fahrrad hier irgendwo über die ganzen Campgrounds zu fahren, was ich eigentlich damit vorhatte. Heute wird es zum Einsatz kommen.
Netz. Es ist so weit abgetrocknet, dass ich dann jetzt auch einfach da das kurze Stück zur Straße dann rolle. Vorher hätte ich das tragen müssen über den Schlamm und das gleichzeitig, während man dann wirklich mit den Stiefeln im Schlamm versinkt. Das wollte ich mir dann nicht antun. Ab heute geht's. Ja, und davor steht jetzt meine neue Box. Die werde ich nochmal in einem kommenden Video nochmal genauer vorstellen. Also ich habe euch ja die Mifa A90 vorgestellt als kleine Boombox. Die Mifa A90 soll so ungefähr 50 bis 60 Watt haben. Ich glaube mit 60 Watt ist sie angegeben. Aber daraufhin hat mich die Firma Lenco dann kontaktiert und hat gesagt, Mensch, wir haben das auch auf deinem Kanal verfolgt, dass du jetzt nach Wacken fährst. Was hältst du denn davon, wenn wir dir da mal eine richtige Partybox zur Verfügung stellen? Ja, also da konnte ich jetzt nicht widerstehen. Die hat sich auch ziemlich gut bewährt. Also ich kann mit den benachbarten Camps hier mithalten. Wir haben hier 3 Camps auf der Ecke, die abwechselnd dann mal ihre Anlage anfeuern. Also das ist dann auch zum Teil dann ein Spaß. Um euch das mal ganz kurz vorzuführen, habe ich jetzt mal ein copyright-freies Stück rausgesucht, das in meinem letzten Video gerade drin war. Das können wir jetzt mal kurz anspielen. Und dann geben wir mal Vollgas. Also da kommt schon ein ganz guter Druck raus. Vorne in der Front beleuchtet, gefällt mir auch sehr schön. Gibt ein schönes Farbenspiel und man kann hier oben auch noch die Disco-Kugel anmachen. Jetzt sieht man auch ganz gut die Beleuchtung hier und man kann hier oben auch noch eine Disco-Kugel anmachen. Das sieht natürlich im Dunkeln schöner aus. Mal gucken, wenn ich nachher nach Hause komme, zeige ich euch vielleicht noch mal die Disco-Beleuchtung in meinem Vorzelt. Apropos Vorzelt, dann machen wir das Ding jetzt nämlich aus hier. Die braucht jetzt nicht mitzulaufen. Ich habe dann auch gleich ein Problem festgestellt. Ich bin hier vorne in der Montage beim Obelink Treffer Plus zu weit rübergegangen auf die Fahrertür. Letzten Endes, weil ich es nicht besser wusste. Ne? Habe das so grob abgeschätzt und habe gedacht, Mensch, das ist ja schön, wenn ich hier so ein bisschen Platz da noch habe, dass ich hier neben den Eingang vom Kastenwagen noch mein Fahrrad stellen kann. Damit bin ich aber leider am Pössl Two-Win Plus ein bisschen zu dicht hier oben dann für die Schiebetür rangegangen. Ich kann die Schiebetür also nicht bis zum Arretierungspunkt bringen. Und ich habe tatsächlich in das Treffer Plus hier vorne schon einen kleinen Riss reingedonnert mit der Tür. Aber das ist jetzt nicht weiter dramatisch. Also da werde ich mir mal irgendwie einen Flicken draufsetzen. Das ist ein Ripstop-Stoff, da müsste es eigentlich irgendwelche Klebemittel dafür geben. Wer da sich auskennt, wer da einen guten Tipp hat, da wäre ich dankbar dafür, wenn ihr mir in den Kommentaren mal einen Tipp gebt, womit man so ein Ripstop-Material dann am besten kleben kann. Weil ansonsten muss ich sagen, bin ich mit dem Treffer Plus sehr, sehr zufrieden. Ich habe das, glaube ich, gebraucht jetzt für um und bei 80 € gekauft. Man braucht es, ich brauche es selten, aber wenn ich es brauche, dann ist es tatsächlich Gold wert. Also das wird auch, ich wollte das die letzten 2 Jahre auch schon immer am Nürburgring mit aufbauen, ist jedes Mal dann eigentlich ja durch widrige Umstände, weil dann Fahrwege direkt vor meinem Kastenwagen waren und ich trotzdem froh war, diesen Stellplatz zu haben, war es dann nicht möglich, das Ding aufzubauen. Aber jetzt habe ich es endlich mal aufgebaut und jetzt weiß ich auch, was ich denn an dem guten Stück habe. Was ich machen musste, habe ich mir von Obelink besorgt. Hier ein Kederadapter, den habe ich hier jetzt drin sitzen, den seht ihr da, ne? Weil der Keder, der hier am Treffer Plus verbaut ist, der ist eine Nummer zu groß für die Thule Omnistore. Bei anderen Anbietern habe ich so einen Kederadapter bislang nicht gefunden. Also ist da Obelink dann wohl der Tipp. Moin Moin! Ja, Fahrräder kommen hier durch. Sonst nur Taxis und Busse und Anwohner natürlich noch. Das Fahrrad ist Gold wert jetzt hier. Also jetzt, wo man es nicht mehr durch den Schlamm tragen muss, ist es dann doch noch ein bisschen nützlich. Ich muss euch auch sagen, so toll ich das Fahrrad immer noch finde, eine Enttäuschung habe ich jetzt damit erlebt. Ich habe ja eigentlich gedacht, so nach den Maßen, ich hatte das vorher auch mal mit dem Zollstock ausgemessen. Das müsste eigentlich, so wie ich das geplant habe, in die Heckgarage reinpassen beim Two-Win Plus. Tut es nicht. Es passt leider nicht, so wie ich es eigentlich erhofft habe, stehend zusammengefaltet hinten in meine Heckgarage. Das stößt dann, selbst wenn ich alles aufs niedrigste Maß runterbringe, dann oben am Bettrahmen dann an. Ich kann es also nur liegend transportieren. Das heißt, wenn ich es mitnehmen will auf längere Tour, dann muss ich eigentlich meine Heckgarage umorganisieren. Bin trotzdem froh über das Fahrrad. Ich kann es vorne in der Küchenzeile mit transportieren, wenn es jetzt also so etwas ist wie Nürburgring 24 Stunden oder hier Wacken Open Air.
dann kriege ich das auch da dann unter, weil das ist ja nur einmal die Anfahrt und dann vor Ort kann man es dann ja ausladen und im Vorzelt abstellen. So, bevor ich mich jetzt ins Getümmel stürze, bin ich jetzt schon mal an der Dorfstraße. Ich habe Hunger. Holen wir uns noch eine Kleinigkeit, Steak im Brötchen oder sowas. Hier gibt es leckere Sachen. Hier kriegt ihr Crunchy Fries für 4 Euro, Chicken Nuggets für 4 Euro, Dithmarscher Bratwurst für 3 Euro und die Currywurst für 4 Euro. 4 Euro. Und Dithmarscher Bier und Met und alles andere gibt es hier auch. Alles. Und das ist das, was ihr hier dafür kriegt. Eine super leckere Currywurst. So, jetzt zeigt mir der Junge, der mir eben gerade so schön die Karte gezeigt hat, dass er selber Influencer ist und 171.000 Follower hat. JP Agrar, das heißt ja schon mal, dass das so ein bisschen so Richtung Trecker und sowas geht. Genau, ich habe mal hobbymäßig angefangen, Trecker zu fotografieren. Klingt erstmal doof. Ich glaube, ich habe von dir gehört. Ja, guck mal. Ist ja verrückt, die Welt ist klein, ne? Also Ich finde es halt auch lustig, ich kannte dich erst gar nicht. Ja. Aber ich habe vor 3 Tagen das Backen Open Air, ich komme aus der Gegend, sag ich mal. ich auch. Ah, okay. Ne? Das Also wusste ich auch noch gar nicht. 17 Kilometer von hier. Das ist ja Ne? interessant. Ja. Deswegen warst du auch so früh dran. Ich habe ja auch schon Vorbericht gemacht und im letzten Jahr ja auch schon. Ne? Im letzten Jahr habe ich auch schon gute Einschaltquoten gehabt. Das Beste war so bei 70.000 Aufrufen. Das war schon Lag aber ein Highlight, daran, dass ich da bei dem mit 70.000 Aufrufen, da hatte ich eine indonesische Band, VOB, Voice of Butcherfrot. Und die haben natürlich eine unheimliche Followerschaft aus Indonesien. Ich hatte plötzlich auf meinem Kanal 10% meiner Zuschauer kamen aus Indonesien. Echt? Konntest du Ja. das in den Insights nachgucken? Kannst du in den Insights Ah, nachsehen. krass, okay. Ne? Ja, verrückt. Nee, genau. Und ich kannte dich gar nicht und jetzt fand ich es gerade relativ spannend, was hier abgeht. Guck Ja. du warst das Erste und jetzt gucke ich seit 3, 4 Tagen alle deine Videos. Und jetzt stehst du vor mir. Ist ganz lustig. Aber Es ist cool. geht mir, also gerade heute geht mir das richtig so, weil gestern konnte ich noch einigermaßen, haben mich einige erkannt. Also heute werde ich hier, kaum dass ich hier reingekommen bin, alle so, oh, haben deine Videos gesehen. Ja, ist verrückt, ne? Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht heute. Ja, sehr cool.